Habe die Ehre und sei mir herzlich willkommen, ich bin Namahim. Es geht wieder um dich, um deine Heilung, um dich als Heiler oder Heilerin. Und heute möchte ich dir gerne mal nahebringen, was du in Wirklichkeit bist, wie dein Energiesystem funktioniert. Spannend, bleib dran. Was bist du? Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, du bist viel mehr als Mensch. Viel mehr. Du bist Energie. Lebendige Energie, alles an dir ist Energie. Energie ist ein Wort, das du an jeder Ecke hörst und du hörst es auch bei mir hier bei Namahim, weil alles Energie ist. Alles ist Energie, lebt, nichts ist tot. Wie funktioniert jetzt dein Energiesystem? Nennen wir dein Energiesystem mal deine Seele. Dein Körper ist der sichtbare Teil deiner Seele und deine Seele, dein feinstofflicher Körper, ist der unsichtbare Teil deines Körpers. Und das beides ist nicht voneinander getrennt. Mit anderen Worten, es ist eins, es bist du. Ich sage das jetzt alles nur ganz kurz, weil ich glaube, dass du das weißt. Wenn nicht, wird's Zeit. Du hast eine Aura. Und diese Aura ist aufgeteilt in mehrere Bereiche. Das ist einmal dein Gefühlskörper, das ist dein Gedankenkörper und es wäre der spirituelle Körper, was bedeutet, dass du über den ans Universum angebunden bist. Den wollen wir heute mal ein bisschen außen vor lassen, weil es mir um was anderes geht. Also hier rundherum um dich ist Energie. Deine Energie. Für die meisten Menschen ist diese Energie unsichtbar, vielleicht auch für dich. Dennoch ist sie da. Davon sind 99% absolut lichtvoll. Und da ist 1%, das ein bisschen weniger lichtvoll ist. Manche Gedanken, manche Gefühle, Schmerz. Und weil das so real wirkt, lenken die Menschen ihren ganzen Fokus auf dieses 1%. Dabei wäre es so einfach, immer auf die 99% zu schauen, zum Licht zu schauen und dieses 1% würde einfach weggestrahlt werden. Heilung ist einfach, sage ich ja immer, aber was nicht so einfach ist, ist manchmal der Mensch. Und so schaut der Mensch immer auf das 1%, was nicht so toll, nicht so lichtvoll ist. Dann werden da 2 oder 3% draus. Und dann hat deine Seele ein Problem. Dein Energiesystem reagiert. Was macht dein Energiesystem dann? Es verschiebt alle nicht gewünschten dienlichen Energien immer vom feinstofflichsten Bereich, sagen wir mal von oben, nur ist nur ein Bild, nach unten. Das ist immer der gleiche Vorgang. Und letztendlich, das ist jetzt ganz einfach erklärt, in den Körper, Endstation Körper. Das ist so wie die Müllhalde des ganzen Energiesystems. Der letzte im Glied. Dann gibt es Anspannung, Schmerz, Krankheit, Symptome. Das ist die Sprache des Körpers. Ja, das ist jetzt alles ganz einfach erklärt, aber mehr braucht es auch nicht, um zu verstehen, dass Probleme nicht im Körper gelöst werden können, sondern nur da, wo sie entstanden sind. Klar. Wenn der Körper jetzt schon mal Symptome ausgebildet hat und Krankheit, wenn es schon so weit gekommen ist, dann muss man ihn auch unterstützen, diesen Müll wieder loszuwerden, damit er nicht erstickt. Manchmal kann es auch eine Operation sein. Doch grundsätzlich, und das ist das, was es so schwierig erscheinen lässt, Heilung, ist, dass die ganze Welt an den Symptomen rumbastelt und beharrlich ausblendet, dass alles Energie ist und alles miteinander verbunden ist. Und wenn man nicht anerkennt, dass alles lebendige Energie ist, sichtbar oder unsichtbar, dann kann es da auch nie eine wirkliche Lösung oder eine ganze Heilung geben. Also, was wünscht sich lebendige Energie? Dass sie geliebt wird. Zur heutigen Übung. Hör auf das, was ich spreche. Ich bin Energie. Lichtvolle Energie.
liebevolle Energie. Alles an mir möchte geliebt werden. Ich möchte geliebt werden. Ich liebe mein Licht. Ich liebe meine Seele. Ich liebe meinen Körper. All das bin ich. Ich liebe mich. Liebe ist meine Antwort, meine Heilung. In der nächsten Folge möchte ich dir gerne erzählen, was sich in den letzten 30 Jahren energetisch alles verändert hat, fast alles. Und warum ganz viele Heilmethoden heute nicht mehr funktionieren oder nur noch so halb oder manchmal. Und was das alles mit dir zu tun hat und was du tun kannst. Ja, hat das Video dir vielleicht ein Aha-Erlebnis beschert, eine Erkenntnis, hat es dich einen Schritt weitergebracht? Oder könntest du dir vorstellen, dass es den einen oder anderen Heilungssuchenden einen Mehrwert bringt? Dann danke ich dir für deinen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Dein Namahem.